Hallo meine Freunde, hola Madridistas, es ist offiziell, Denzel Dumfries ist neuer Spieler von Real Madrid. Real Madrid hat es gestern offiziell gemacht und es ist sehr schön zu sehen, wie groß Real Madrid ist. Wir sind einfach der Olymp des Fußballs. Was ich damit meine, erkläre ich euch natürlich in diesem Video. Dann unterhalten wir uns auch über die WM. Schlechte Zeiten, gute Zeiten für den Madridismo. Auf der einen Seite Vini, auf der anderen Seite Bellingham. Wir schauen uns an, was da passiert ist. Aber vor allem möchte ich mich auch mit euch über einen Skandal unterhalten. Auch wenn es vielleicht nicht explizit mit Real Madrid zu tun hat, diese Entscheidung der FIFA ist ein Schlag ins Gesicht für jeden Fußballfan. Was da los ist, schauen wir uns natürlich in diesem Video an. Und zu guter Letzt wendet sich so ein bisschen der Wind rund um Michael Olise. Ein Fabrizio Romano, Latigo Serrano haben sich dazu geäußert. Und was es da Neues gibt, erfahrt ihr in diesem Video. Also, viel Spaß dabei. Ja, und lasst mich mit einem Thema starten, was mich seit 24 Stunden bald verfolgt und ich fühle mich als Fußballfan verarscht. Und es tut weh, es hört sich zwar sehr blöd an, aber es geht um die Sperre von Balogun. Der Stürmer, der Star der USA in dieser WM. Ja, und der hat sich im 16. gegen Bosnien-Herzegowina eine rote Karte abgeholt. Und wir sind im Jahr 2026, also man kann heutzutage nicht so tun, der Schiedsrichter hat sich vertan, man kann im Nachhinein sehen, nee, das war keine rote Karte. Nee, genau das Gegenteil. Das VAR hat sogar den Schiedsrichter zum Monitor gerufen, damit er sich diese glasklare rote Karte anschaut. Aber ganz ehrlich, es geht mir gar nicht darum, ob das eine rote Karte war oder nicht. Das, was gestern passiert ist, gab es so in der Geschichte einer WM noch nie. Der Präsident der Vereinigten Staaten, ja, des Veranstaltungsorts, das Hauptveranstaltungsort dieser WM, ruft beim Präsidenten der FIFA an, damit diese rote Karte zurückgenommen wird. Das wird von internationalen Medien, von Sky Sport, Ben Jacobs etc. so bestätigt. Ja, und die FIFA findet einen Weg, irgendein Artikel 27 bla bla, damit diese rote Karte auf ein Jahr suspendiert wird. Was ist das überhaupt? Das bedeutet, wenn der innerhalb des nächsten Jahres ein ähnliches Foul macht, dann kann der dann doch nochmal gesperrt werden im Nachhinein. Wollt ihr mich verarschen? Jedem der 48 Teilnehmerländer wurde klargemacht, eine rote Karte, das ist laut FIFA-Regularien so, ist mindestens ein Spiel Sperre. Also Balogun dürfte heute auf keinen Fall gegen Belgien spielen. Aber die FIFA hat es möglich gemacht. Und sorry, das ist ein Schlag ins Gesicht für all das, wofür der Fußball steht. Fairness an oberster Stelle. Beim Fußball gewinnt nicht der Reichste. Auf dem Fußballplatz ist es egal, ob du arm bist, ob du reich bist, etc. Da zählt das Leistungsprinzip. Ja, und die FIFA, die führt dieses Turnier, den Fußball ad absurdum. Wo kommen wir denn dahin, wenn Politiker sich einmischen dürfen und Spieler dann auf einmal wieder spielen dürfen? Und wir wurden für verrückt erklärt, als wir gesagt haben, die FIFA riggt die WM 2022, damit Messi seinen WM-Titel bekommt. Der FIFA-Fanliebling quasi. Und alle haben gesagt, unmöglich, die FIFA, nein, geht nicht. Siehst du doch, was geht. Die können sogar eine rote Karte verschwinden lassen mit irgendeinem Artikel, der gar nicht dafür ausgelegt ist. Also, ich habe mich ja nicht geäußert zu der USA als Austragungsort. Viele haben es kritisiert im Vorhinein. Einige boykottieren diese WM. Und ich möchte einfach Politik und Sport oder Politik und Fußball nicht vermischen. Fußball soll was Schönes sein. Soll uns ablenken von den Alltagssorgen. Soll auch Menschen ohne Geld oder was auch immer zeigen, auch du kannst hier mithalten gegen egal wen. Sorry, für mich ist das ein Skandal. Einige sagen, Belgien sollten das Spiel heute boykottieren, aber Belgien hat hart gearbeitet. Für die ist in der WM auch nur alle 4 Jahre. Wir wissen, wie die FIFA ist. Wenn Belgien das heute boykottiert, sagen die, alles klar.
Die USA ist im Viertelfinale, weiter geht's. Ja, wie gesagt, ganz ehrlich, das verfolgt mich seit 24 Stunden. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Lasst eure Meinung dazu mal bitte in den Kommentaren. Ich kann immer noch nicht fassen, dass das wirklich passiert ist. Ja, trotz alledem kommen wir jetzt zu Marius WM-Ecke. Ja, und starten wir da mit schlechten Nachrichten für die Brasilianer. Brasilien fliegt im Achtelfinale aus der WM nach einer 1:2 Niederlage gegen Norwegen. Oder besser gesagt gegen Erling Haaland. Und das Spiel war meiner Meinung nach relativ ausgeglichen. Die Norweger wirkten etwas dominanter, hatten mehr Ballbesitz, aber für mich waren die Brasilianer tatsächlich das gefährlichere Team. Ja, bis zur 60. Minute. Und so hart muss ich das sagen, mit der Einwechslung von Neymar hat Norwegen immer mehr Dominanz gewonnen. Neymar, auch wenn ich mich gefreut habe, dass der bei der WM mit dabei ist, glaube ich nicht, dass das die richtige Einwechslung war von dem Carlo Ancelotti. Die Real Madrid-Spieler bei Brasilien kriegen gerade einen Hagel von Kritik. Endrick hatte eine Riesenchance, die er daneben gesetzt hat. Vini hat den Elfer nicht geschossen, obwohl Vini klar gemacht hat, Ancelotti klar gemacht hat, Davide Ancelotti alle klar gemacht haben. Die Entscheidung war vorher schon in der Kabine getroffen. Bruno Guimaraes schießt den Elfmeter, wenn es einen gibt. Der hat den leider verschossen und ja, bei einer WM entscheidet nun mal derjenige, der kühler vom Tor ist, der entscheidender vom Tor ist. Und wenn du da einen Erling Haaland in deiner Mannschaft hast, was fließt durch sein Blut? Eis? Was ist das für ein Fußballer? 2 Chancen, 2 Tore. Ja, unglaublich. Dazu noch so ein sympathischer Kerl. Gab auch schöne Szenen, wie Vini nach dem Spiel nochmal zu ihm hingegangen ist, ihm gratuliert hat. Nee, es war beeindruckend und ein Teil von mir denkt, verdammt, haben wir uns vertan. Hätten wir Riquelme wählen müssen, damit Haaland nach Madrid kommt. Was für ein unglaublicher Fußballer. Ja, man kann auch nicht sagen, es ist unverdient. Norwegen war gestern die effektivere Mannschaft. Neymar, der letzten Minute, was der da macht in seinem Alter, sich da mit dem Torwart anlegen, Ödegaard eine verpassen, obwohl dein Land rausfliegt. Naja, wie gesagt, es tut mir leid für das Fußballland Brasilien. Auf der anderen Seite, mein Madrid-Herz sagt, ja, Vini, Endrick können sich jetzt entspannen und können mit Mourinho dann die Vorbereitung für die neue Saison starten. Ja, wenn Vini noch bleibt, das liegt ja ein bisschen in den Sternen, hat auch ein Fabrizio Romano heute in seinem Video nochmal gesagt, dass Madrid so oder so eine Lösung finden möchte im nächsten Gespräch. In die Richtung oder nie Richtung. Madrid wird nicht riskieren, dass Vini 2027 Madrid verlässt, ohne Geld in den Kassen zu lassen. Also auch ein Fabrizio Romano hat das nochmal bestätigt. Ja, und Endrick, ja, vielleicht kommen wir später dann nochmal auf den Jungen zu sprechen. Ja, passt dann ein bisschen zum Thema Michael Olise. Ja, wie dem auch sei, Norwegen ist im Viertelfinale der WM und trifft da auf England. Auch hier muss ich meine Schere heben. Ich habe fucking Jude Bellingham unterschätzt. Das ist der erste Fußballer nach Diego Armando Maradona, der im Aztekenstadion in Mexiko einen Doppelpack schnürt. Das Ganze in 2 Minuten. Wo war dieser Fußballer die letzten 2 Jahre? Wie dominant war gestern bitte Bellingham? Das ist ein Fußballer von einem anderen Planeten. Ja, und auch hinten in der Defensive. Einmal bei dem Eckball wieder den Ball da vom Verteidiger da wegspitzelt. Und das ist auch der Grund, warum ich immer sage, weil viele sagen, ja, Bellingham gehört auf die 10. Ich sage, nein, das ist der verschenkt. Der gehört auf die 8. Das ist ein Box-to-Box-Player. Der kann hinten jeden Zweikampf gewinnen. Und vorne, der muss ja auftauchen. Also wie gesagt, ein Wahnsinnsfußballer, Jude Bellingham, führt England zum 3:2 Sieg gegen Mexiko. Und man muss schon sagen, der Sieg war hier und da ein bisschen glücklich. Oder Mexiko im Aztekenstadion, das ist einfach ein anderes Niveau. Die haben so ein tolles Turnier gespielt. Die Fans atemberaubend. Die waren gestern nicht die schlechtere Mannschaft. Hatten mehr Torchancen, mehr Expected Goals in allem, ne? Aber wie ich eben schon gesagt habe, wer kaltschnäuziger vom Tor ist, gewinnt diese Spiele. Und das war gestern Jude Bellingham vom Elfmeterpunkt Harry Kane. Ja, wir haben also das nächste Viertelfinale, in dem Fall England trifft auf Norwegen. Ja, und heute geht die WM auch weiter und ihr seht das Trikot. Innerlich bin ich relativ oder sehr, sehr nervös, muss ich zugeben.
Heute um 21 Uhr Spanien gegen Portugal. Cucurella gegen Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo gegen Lamine Yamal. Ja, ich bin gespannt. Ich kann euch nicht erklären, wie nervös ich gerade bin. Es ist einfach was ganz anderes, wenn dein Land die WM spielt. Und ja, ich möchte auch keine Prediction machen. Es wird auf jeden Fall ein sauspannendes Spiel, wie immer, wenn diese zwei tollen Fußballnationen aufeinandertreffen. Und natürlich drücke ich den Spaniern die Daumen. Dann heute wieder einmal um 2 Uhr morgens USA gegen Belgien. Ja, ich habe gerade eben noch erfahren, dass Belgien kann wohl noch einmal Widerruf einstellen, was auch immer. Ich glaube, das wird nichts bringen. Ja, und ich habe nichts gegen die USA, gar nichts. Aber naja, sagen wir so, ein Thibaut Courtois drücke ich heute Abend die Daumen. Ja, wie dem auch sei, das war's mit der Fußball-WM. Kommen wir jetzt zu Real Madrid. Ja, absolutes Gänsehaut-Video vom Management, von der Agentur von Denzel Dumfries. Er ist offiziell neuer Spieler von Real Madrid. Wie gesagt, was für ein Video, als ich das gesehen habe. Boah, pure Gänsehaut. Aber die waren nicht die einzigen. Auch ein Eindhoven hat ihm gratuliert. Auch die holländische Nationalmannschaft. Auch Inter hat ein sehr, sehr schönes Video gemacht. Mit einigen Toren gegen Barca auch drin. Die wissen schon, wo er hinwechselt. Aber die Leute gratulieren ihm zu seinem Wechsel zu Real Madrid. Also die ganze Fußballwelt weiß, das ist das Endziel, das ist der Endgegner. Es ist etwas ganz Besonderes. Du hast es ganz nach oben geschafft. Du hast es zu Real Madrid geschafft. Ja, und wie gesagt, als Madridistas können wir stolz sein, ja, was für eine Legacy wir aufgebaut haben. Die ganze Fußballwelt weiß, wir sind die beste Fußballmannschaft der Welt. Und als Madridistas kann uns das hier und da auch mal stolz machen. Und das nach diesen 2 Jahren. Trotzdem zweifelt keiner daran. Ja, die Nummer 1 sind wir. Ja, was sage ich zu Denzel Dumfries? Es ist ein typischer Mourinho-Transfer. Es ist ein Spieler, der, wenn alles normal läuft, man kann Fußball leider nicht erklären, aber der Mannschaft sofort helfen sollte, sofort weiterbringen soll, sofortiger Impact. Das ist ein Spieler, der hat eine Gewinnermentalität, der hat die nötige Grundaggressivität. Ja, der ist hart gegen den Gegner, ist laufintensiv. Genau das, was Real Madrid die letzten Jahre gefehlt hat. Ja, und ich bin mal gespannt. Ein spannender Zweikampf zwischen ihm und Trent. Ja, vielleicht wird ja auch eine neue Position für Trent gefunden. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf Denzel Dumfries im Trikot der Königlichen. Ja, wann spielt er sein erstes Spiel? Denn die Saison, oder besser gesagt die Vorbereitung für Madrid beginnt heute in einer Woche. Also es startet jetzt schon bald. Aber das erste Saisonspiel von Madrid, so wie es aussieht, muss verschoben werden. Denn Real Madrid hat schon einen WM-Halbfinalisten. Was da los ist, schauen wir uns schnell zusammen an. Terminchaos bei dem WM-Halbfinalisten. Real Madrid als erstes betroffen. Das Spiel Real Madrid gegen Real Sociedad am ersten Spieltag muss verschoben werden, da die Königlichen mindestens einen Spieler im Halbfinale der Weltmeisterschaft haben werden. Ein Viertelfinalspiel der Weltmeisterschaft steht fest. Frankreich und Marokko haben sich als erste Mannschaften für diese Runde qualifiziert und spielen um den Einzug ins Halbfinale. Dieses Spiel hat direkten Einfluss auf den Start der nationalen Meisterschaft. La Liga startet am Wochenende vom 14. bis zum 16. August. Allerdings werden nicht alle Spiele stattfinden. Wie Tebas bekannt gab, wird der Saisonstart für alle Mannschaften, die mindestens einen Spieler im WM-Halbfinale haben, verschoben. Und auch der erste Spieltag wird verlegt. Ja, also worum geht's? Real Madrid hat sowohl bei Frankreich einige Spieler unter Vertrag, nämlich ein Kylian Mbappé, ein Tchouaméni, ein Konaté, ein Oli, den ja noch nicht. Spaß. Bevor ich wieder erschlagen werde in den Kommentaren. Nein. Ja, und bei Marokko spielt natürlich ein Brahim. Also einer von den beiden oder von diesen Spielern ist auf jeden Fall im WM-Halbfinale. Und Tebas hatte gesagt, dann wird das Spiel verschoben. Das würde auf Ende August verschoben werden. Das heißt, Wochenende von 14. bis zum 16. wahrscheinlich spielfrei für Real Madrid. Es sei denn, Tebas möchte uns wieder einmal einen auswischen. Aber die Spielervereinigung, AFE etc.,
hatten das mit Tebas so besprochen. Also, wer das erste Spiel von Real Madrid im Bernabeu sehen möchte, nicht am 14. bis 16. nach Madrid fliegen. Ja, und dann kommen wir zu einem Spieler, über den ich gerade noch einen Witz gemacht habe, nämlich Michael Olise. Das ist der Spieler in aller Munde. Im Transferfenster ist das der Name, der bei Madrid am häufigsten genannt wird. Und wir alle wissen, das ist der Traumspieler von einem Florentino Perez. Der hat sich verliebt, spätestens bei den Spielen gegen die Bayern. Und ich war ja selber im Santiago Bernabeu, also es ist wirklich ein unglaublicher Kicker. Auch im Live den zu sehen, ist schon krass, auch bei der WM. Ja, bis auf das Spiel gegen Paraguay, ne, da war er ein bisschen versteckt, aber da hat Paraguay es ja auch keinem leicht gemacht. Trotzdem, wie geht die Situation weiter? Wie wir alle mitbekommen haben, die Bayern schließen einen Transfer von Olise kategorisch aus. Und ich sage immer das Gleiche, damit ein Transfer funktioniert, müssen sich 3 Parteien einigen. Der Käufer, der Spieler und der Verkäufer. Und der Käufer und Spieler, selbst wenn die sich einig wären, und das sind alles nur Vermutungen. Ein Olise hat noch nie gesagt, dass er nach Madrid möchte oder was auch immer. Das sind alles ja nur Vermutungen oder von irgendwelchen Journalisten mitgeteilt. Aber ein Olise hat noch nie irgendwas selber gesagt. Aber ich sage ja, selbst wenn sich die Parteien einig wären, könnte die dritte Partei immer noch sagen, hallo, Olise, du hast einen gültigen Arbeitsvertrag bei den Bayern. Schön und gut, was du machen möchtest, aber du bleibst bei den Bayern. Wir haben bis 2029 unterschrieben. Ja, und anscheinend dreht sich so langsam ein bisschen der Wind. Denn bis jetzt hieß es ja immer Florentino Perez, Großangriff, Großangriff, Großangriff. Das soll auch noch so bleiben. Aber inzwischen wird schon das erste Mal darüber geredet, falls der Transfer nicht klappt, dann wäre das nicht das Ende dafür. Hören wir uns zunächst einmal an, was Fabrizio Romano da zu sagen hat. Zu Enzo Fernandez, Leute. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Aussagen von Real Madrid? Bei Michael Olise hat Real Madrid nie irgendwas gesagt wie, wir werden den Spieler nicht verpflichten oder sowas. Bei Enzo Fernandez hat Real Madrid ganz klar gemacht, dass sie Enzo nicht verpflichten werden. Der Unterschied ist, dass Real Madrid bei Enzo nie irgendeine Art von Gespräch begonnen hat. Real Madrid ist also nicht an Enzo Fernandez interessiert. Bei Olise wollte Real Madrid auf eine andere Art klarstellen, dass sie nicht mit Olise verhandeln. Sie stehen weder mit den Beratern von Michael Olise noch mit Bayern in Gesprächen. Aus Respekt vor Bayern. Bei Renzo Fernandez lautet die Botschaft also, wir wollen den Spieler nicht, wir werden den Spieler nicht verpflichten. Bei Olise lautet die Botschaft, wir führen keine Verhandlungen und Real Madrid wollte das kommunizieren, um sicherzustellen, dass das Verhältnis zu Bayern gut bleibt. Aber Real Madrid liebt Olise, das ist etwas ganz anderes. Real Madrid schätzt Olise sehr und Florentino Perez liebt ihn, daher bleibt das Interesse bestehen. Da Bayern nicht verkauft, bleibt es vorerst dabei. Keine Neuigkeiten, aber die beiden Aussagen sind sehr unterschiedlich. Was Olise betrifft, so hat Real Madrid eine große Wertschätzung, liebt den Spieler, aber führt keine Verhandlungen. Real Madrid wollte klarstellen, es gibt nichts zwischen Verein und Spieler, keine persönlichen Absprachen. Es gab Berichte, dass persönliche Konditionen zwischen Olise und Real Madrid vereinbart wurden. Das stimmt aber nicht, denn Real Madrid wollte sicherstellen, dass Bayern nicht verärgert ist. Also denkt Real Madrid weiterhin an Olise für die Gegenwart, für die Zukunft, wann immer sich eine Möglichkeit ergeben könnte, denn Florentino liebt ihn. Ja, zunächst einmal genau das Gleiche, was ich damals über die Statements von Madrid gesagt hatte zu Olise und Enzo Fernandez, wo ich euch auch gesagt habe, das ist ein Riesenunterschied. Bei dem einen steht, wir wollen den gar nicht. Bei dem anderen steht, wenn wir einen Spieler wollen, dann wollen wir zuerst einmal mit dem Verein reden. Das ist eine Taktik von Florentino Perez, 100%. Denn die Bayern-Verantwortlichen, wie gesagt, die hören nur Real Madrid und sind schon abgefuckt, sind schon genervt, weil die ganze Presse diesen Druck macht. Und Florentino Perez will da Gas aus der Nummer nehmen. Die wollen nicht, dass wenn der einmal anruft, die Bayern direkt sagen, Pam, leg auf, ich will gar nicht mit dir reden. Der möchte gute Beziehungen haben. Ja, und ich halte es für immer unwahrscheinlicher, dass das diese Saison überhaupt noch möglich ist. Ich glaube, die Bayern-Funktionäre sind schon ein bisschen verheizt bei diesem ganzen Thema. Aber er hat auch klar gemacht in Fabrizio Romano, sollte es dieses Jahr nicht klappen, dann versucht Florentino Perez es nächstes Jahr halt nochmal. Ja, und nicht nur ein Fabrizio Romano sagt das, sondern auch ein Latigo oder Miguel Serrano. Ich zeige es euch. Florentinos Plan A, B und C in diesem Sommer ist Michael Olise. Der plant definitiv noch ein Angebot, ein Großangebot, ein Riesen. Der möchte alle Transfergelder behalten, um für Olise zu bieten. Aber sollte es diesen Sommer nicht klappen, wird er es 2027 wieder probieren. Und wie gesagt, Florentino Perez ist sich klar, es ist ein Olise oder niemand. Also auch kein Erling Haaland.
Ja, und wie gesagt, wenn 2 Journalisten schon in die Richtung gehen, wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann nächstes. Und dann hört man auch noch, wie ein Upamecano das hier sagt. Gibt es viele Gerüchte auch rund um Real Madrid. Hast du mal mit ihm geredet und gesagt, Junge, bleib auf jeden Fall bei Bayern? Er bleibt, er bleibt. Er bleibt. Naja, viele von euch haben dann dieses Bild geschickt mit dem Piqué, wo der damals gesagt hatte, Neymar bleibt auch, und dann ist er ja doch nach Paris gegangen. Naja, aber das sind ganz andere Voraussetzungen. Barcelona konnte damals nichts dagegen tun. Paris musste nur die 222 überweisen. Und bei Olise gibt es keine Ausstiegsklausel, und die Bayern, wie gesagt, haben ihre Stellung klar gemacht. Deshalb, wie gesagt, mein erster Eindruck, der Weg dreht sich ein bisschen. Es sieht eher so aus, als wenn es vielleicht auch 2027 erst passieren könnte. Bin ich gespannt, ob ich da zu viel reininterpretiere. Wie seht ihr die ganze Situation? Versteht ihr das auch so oder seht ihr das anders? Ich bin gespannt, was ihr zu den WM-Spielen von gestern sagt. Und vor allem auch, was sagt ihr zu dieser Balogun zurückgezogenen roten Karte? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Lasst Liebe da, lasst ein Like da, hype dieses Video, lasst ein Follow da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Also, bis dahin. A la Madrid!